Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die zweite Episode unseres Abenteuers, die Reise des Jason. Ja, auch hier schnell schauen, was man von uns erwartet. Die Unsterblichen sind neuerdings ziemlich im Stress. Dionysos hat entdeckt, dass sie die treibende Kraft bei der Befreiung von Theseus aus der Unterwelt waren. Der Gott ist erfreut über diese Neuigkeit, denn er braucht Theseus Hilfe. Wer weiß, wenn sie Theseus überreden können, Dionysos zu helfen, könnte der Gott des Weines sie belohnen. Im Gegensatz zu Dionysos hat Artemis die Sterblichen satt. Es scheint, als könne eine Göttin nirgendwo mehr baden, ohne dass ein sterblicher Spanne sie behelligt. Die Göttin ist so empört, dass sie beschlossen hat, ihre ganze Sammlung von riesigen Hirschen, Ebern, Pferden, Löwen und Hasen in die Welt zu schicken, um ihrem Zorn über die Sterblichen Luft zu machen. Falls Sie einmal Theseus Hilfe brauchen, bedenken Sie, seine Halle muss in der Nähe des Palastes der Stadt liegen. Wenn Sie die Halle gebaut haben, rechtsklicken Sie darauf, um festzustellen, ob sie nahe genug ist. Die zweite Episode unseres Abenteuers, die Reise des Jason, trägt den Titel Rückkehr des Theseus. Ja, und es herrscht Stress in der Götterwelt. Dionysos freut sich, dass wir Theseus aus der Unterwelt retten konnten. Er möchte diesen Held für seine eigenen Zwecke nutzen. Vielleicht können wir Dionysos ja auch als wohlwollenden Gott in unserer Stadt verehren. Im Gegensatz zu Artemis, die keine Lust mehr auf die Menschen hat, seit ein Sterblicher sie beim Baden beobachtet hat. Voller Zorn lässt sie ihre Tiere aus dem Tiergarten in die Welt. Ja, und ich denke mir mal, dass wir hier eine nicht so wohlwollende Göttin haben. Ja, und nochmal ein Hinweis, dass die Heldenhalle des Theseus in der Nähe des Palastes errichtet werden muss. Aber das wissen wir ja alles. Ja, die Ziele sind, einen Quest zu erfüllen und ein Ungeheuer niederzuschrecken. Hört sich einfach an, ob es das wird, wissen wir nicht. Wir kehren zurück zu unserer Stadt Iolkos. Ja, wir gehen in den Pausenmodus und verschaffen uns einen kurzen Überblick. Ja, wir haben hier unsere zwei Wohngebiete, diesmal in einer Übereckform. Ja, und da wir in der ersten Episode den Helden Herkules rufen mussten, haben wir hier alle kulturellen Einrichtungen schon gebaut, die wir zur Verfügung haben. Hier an der Küste haben wir unsere Fischerhäfen, Silos und unsere Produktionsstätten, nämlich Holz und auch die Piere unserer Handelspartner. Hier im weiteren Verlauf auf dieser Insel haben wir unsere Wollsammelstellen, denn das Produkt können wir auch noch gut exportieren. Wir schauen mal kurz in die Bauoption, ob sich irgendwas geändert hat. Ja, bei der Landwirtschaft ist alles gleich. Weizen- und Karottenfarmen, Wollsammelstellen und Käsereien und der Fischereihafen. Bei Gewerbe haben wir weiterhin nur die Sägemühle. So, hier bei Verwaltung können wir jetzt endlich unseren Stadtpalast bauen. Allerdings können wir keine Steuern eintreiben, da wir noch kein Steuerbüro bauen können. Ja, bei Kultur haben wir alles entsprechend ja schon errichtet. Bei Mythologie haben wir jetzt die ersten Heiligtümer. Wir können die Zuflucht des Hermes und die Laube der Athene bauen. Beim Militär haben wir bei den Stadtbefestigungen jetzt neben der Mauer und dem Stadttor auch den Turm und wir können Triremenhäfen bauen. Ja, und jetzt haben wir einige Verschönerungselemente, nämlich Säulen und den Park. Ja, schade, dass wir noch keine Alleen bauen können, dann können wir nämlich unsere Wohngebiete noch nicht weiterentwickeln, weil ich muss hier tatsächlich Alleen bauen. Gucken wir mal, wie wir das so schaffen. Ja, und unter den Denkmälern haben wir die große Statue des Apolls, da wir in der ersten Episode den Quest des Apolls erfolgreich abgeschlossen haben. Gut, wir werden den Pausenmodus mal deaktivieren. Ja, und das erste, was wir jetzt tatsächlich machen können, ist unseren Stadtpalast bauen.
Unseren Stadtpalast bauen wir hier im Anschluss direkt an unser Stadion. Dafür müssen wir das Architekturbüro entfernen und dann können wir hier entsprechend ihn bauen. Aber ich möchte das anders haben. Einmal drehen. Ja, leider ist er nicht genauso breit wie unser Stadion. Dann müssen wir es ein bisschen mitteln hier. Wir werden jetzt erstmal den Weg drumherum bauen. So. Ja, und dann machen wir das jetzt so, dass das hier doppelt wird. So, und hier auch. Dann geht es aber dann bis dahin. So. Ja, sowas gefällt mir natürlich überhaupt nicht, aber kann man jetzt nichts machen. So, und wir haben aber auch noch hier die große Statue des Abholz. Die möchte ich jetzt hier hin haben. Der Gute muss sich aber drehen, der soll nach dahin schauen. Gut. So. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Architekturbüro. Das kann jetzt erstmal, ja, hier hin. Gut, dann haben wir jetzt auch Fußsoldaten, falls wir angegriffen werden. Hier läuft alles bestens, da bin ich ganz zufrieden. Ja, wir brauchen ja für Theseus Marmor, das weiß ich. Wir könnten schon mal Marmor fordern, und zwar von Lemnos. Bitte einmal Marmor. Danke. Dafür kriegst du direkt ein großes Geschenk Holz. So, den Holz haben wir wirklich mehr als genug. Ja, jetzt müssen wir warten, dass der Quest ausgesprochen wird. Schauen wir mal, wann sich eine Gottheit begnügt, uns den Quest zu nennen. In der Zeit kann ich noch mal ein paar Verschönerungen hier durchführen. Wir haben ja Parkanlagen, das mache ich dann jetzt mal so. So, und hier haben wir noch Platz für andere Verschönerungselemente, wenn diese dann mal freigeschaltet sind. Lemnos verkauft mehr Wein. Sehr schön. Wein brauchen wir, glaube ich, auch für die Heldenhalle des Theseus. Ja, viel passiert im Moment nicht und wir können auch nicht viel machen. Ja, und Eretria verkauft mehr Wein. Das ist gut. Und Lemnos gewährt uns den Marmor 6 Platten. Na, das ist sehr gut. Ja, und Lemnos ist auch dankbar für das Holz. Okay, ja, dann sollten wir noch etwas Marmor einkaufen. Unsere Stadtkasse ist auch prall gefüllt. Hier bei Lemnos können wir Marmor einkaufen. Da kaufen wir jetzt mal 6 Platten immer ein. Das sollten wir uns eigentlich leisten können. Ja, und dieses Warenlager hier kann den ganzen Marmor holen. Ja, und sobald wir die Heldenhalle des Theseus gebaut haben, haben wir auch schon unsere Ressourcen für ihn. Außer Wein, da müssen wir noch mal gucken. Da hoffe ich noch auf ein paar Geschenke von Eretria. Wobei, in der ersten Episode konnten wir ja keinen Wein kaufen. Jetzt haben wir ja eben erfahren, dass Eretria mehr Wein verkauft. Jawohl, jetzt können wir tatsächlich Wein kaufen. Haha, sehr gut. Ja, und auch Lemnos verkauft uns ja jetzt Wein. Gut, da sind wir ja auf Geschenke nicht unbedingt angewiesen. Allerdings können wir bei Eretria den Wein auch fordern. Grüße, sterbliches Wesen. Wer meinen Quest erfüllt, auf den wird im Olymp angestoßen. Ja, endlich hat sich Dionysos bequemt, sein Quest zu verkünden. Das Horn von Almathea. Grüße, sterbliches Wesen, wer meinen Quest erfüllt, auf dem wird im Olymp angestoßen. Das Horn von Almathea füllt sich mit allem, was sein Besitzer sich wünscht, und ich, Dionysos, will es haben. Nur Theseus kann das Horn für mich beschaffen. Gut, das heißt, wir können jetzt die Heldenhalle des Theseus bauen. Wir wurden ja schon darauf hingewiesen, dass die Heldenhalle des Theseus in der Nähe des Palastes gebaut werden muss, aber auch durch eine Stadtmauer geschützt sein muss. Gut, dann können wir nämlich hier schon mal die Mauer bauen. Und hier ist die Heldenhalle des Theseus. Wie machen wir das?
So, ja. Und dann bauen wir die Mauer hier zurück. So und so. Oh, da haben wir jetzt nicht viel Platz gelassen hier für Verschönerungen. Hier muss auf jeden Fall das Architekturbüro hin. Ja, und Lemnos verkauft weiterhin mehr Wein. So, wir haben ja überhaupt keine Verschönerungen, ne? Ich glaube, wir müssen das ein bisschen größer machen hier. Wenigstens einfällt, dass wir hier wenigstens Denkmäler bauen können. So, 1, 2, 3. Da müssen Denkmal ja passen. Dann so, hier kann direkt das Stadttor hin. Sehr gut, ja, und hier, das muss auch weg, das passt auch nicht, hier muss auch ein Denkmal hin. Das ist 1, 2, 3, so muss das gebaut werden. 1, 2 und 3, ja, das passt so. Gut, dann kommt hier die Straße so rum. Aber nicht die Sperren vergessen, sonst läuft hier unser Architekt um die Heldenhalle. Ich bin Athene, wer mich verehrt, dessen Stadt wird ein geheiligter Hain zieren. Ja, Athen ist in der Stadt, macht Werbung für ihr Heiligtum. Ja, ob ich ein Heiligtum baue, weiß ich nicht. Wir müssen erstmal Theseus rufen, denn ich befürchte, das Ungeheuer, was uns hier heimsuchen wird, wird von Artemis geschickt. Und das ist meistens der kalidonische Eber. Und da habe ich sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ihr erinnert euch, in dem Abenteuer Perseus und Medusa, die Kolonie Kalidon, da hatten wir mit diesen furchtbaren Wesen Berührungen. Oh, Eretria schenkt uns Wein. Nehmen wir an. Vielen Dank. So, was brauchen wir jetzt nochmal hier? Ja, wir brauchen gute Attraktivität. Mit den Parkanlagen weiß ich nicht, ob wir das schaffen. 32 Marmorplatten, da haben wir schon 24 auf Lager. Super. Und 16 Amphoren Wein. Da brauchen wir jetzt noch 6. Ja gut, wir werden Folgendes machen. Eretria schenkt uns jetzt Wein. So, und Lemnos kann uns Marmor doch schicken. Gut. Da sollten wir die Waren bald zusammen haben. Tja, so ein Denkmal wäre jetzt nicht schlecht. Nur mit Parkanlagen glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Ich versuche das mal. Oh. Kaum gesagt, ist es da. Das ist toll. Ein Zufriedenheitsdenkmal. Ja, das setzen wir jetzt als erstes mal hier hin. Sehr gut. Ja, wir warten jetzt erstmal, dass wir die Ressourcen alle haben. Und Eretria gewährt uns den Wein. 6 Amphoren, wunderbar. Dann haben wir den Wein schon. Ja, und Marmor kaufen wir ja ein. Aber da kriegen wir jetzt ja auch gleich. Hoffentlich Marmor geschenkt. Und dann versuche ich mit den Parkanlagen hier mal die Attraktivität zu erhöhen. Das versuche ich mal jetzt direkt als erstes. So, ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht tatsächlich. Sehr gut. Brauchen wir jetzt nur noch den Marmor. Ja, Lemnos gewährt uns den Marmor nochmal 6 Platten. Dann haben wir jetzt 30, dann fehlen uns jetzt noch 2 Platten. Dann können wir Theseus schon rufen.
Ja, leider hat Lemnos sein ganzes Kontingent an Marmor schon verkauft, aber wir können ja auch bei Naxos noch Marmor einkaufen. Und dann kaufen wir jetzt diese 2 Steinplatten jetzt hier ein. Ja, aber unsere Stadtgasse ist ganz schön in die Knie gegangen, mein lieber Scholli. Ja, ein neues Jahr hat angefangen. Dann können wir jetzt hier bei Naxos wieder den Einkauf stoppen. Sonst haben wir zweimal Marmor, den wir einkaufen. Das brauchen wir natürlich jetzt nicht. Ja, und ich warte auf unsere Handelspartner. Da kommen sie. Ja, wunderbar. Da wird der Marmor eingekauft. Wir haben alles, um Theseus zu rufen. Das machen wir auch sofort. So, und ich würde jetzt in dieser Episode doch gerne mein erstes Heiligtum bauen. Wir können Marmor ja fordern und wir können Skulpturen fordern. Wir haben ja hier Naxos. Naxos kriegt jetzt erstmal ein Geschenk, großes Geschenk Wolle. Und dann fordere ich von dir Skulpturen. Und das Warenlager, wo wir Wein haben, wird auch Skulpturen annehmen. Und das passt. Unser Warenlager mit Holz ist voll. Wir könnten Lemnos ein Geschenk machen. Und zwar Holz, ein großes. Sehr schön. Dann können wir nämlich nachher nochmal Marmor fordern. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, Theseus ist in der Stadt. Naxos bedankt sich für die Wolle. Und Naxos gewährt uns auch die Skulpturen. Nehmen wir an. Wunderbar. Ja, Skulpturen haben wir schon mal. Marmor kaufen wir jetzt ein. Wir brauchen für die Zuflucht des Hermes 9 Marmorplatten. Okay. Den Hermes, wer mich verehrt, dessen Bürgern werde ich meine Schnelligkeit verleihen. Ja, und Hermes ist auch schon in der Stadt, macht Werbung, als ob er es gehört hat. So, 10 Marmorplatten sind in der Stadt. Wir errichten unser Heiligtum. Ah, da kommt auch schon unser Held Theseus, wunderbar. So, dann die Zuflucht des Hermes kommt jetzt hier hin. Oh, da muss ich mal irgendwie drehen. Ich hoffe, dass das so richtig rum ist. Ja, und das habe ich befürchtet. Der kalidonische Eber ist in der Stadt. Oh, ein furchtbares Wesen. Wo treibt er sein Unwesen? Oh, Lemnos rauft mehr Holz. Oh, das ist sehr gut. Und Lemnos ist auch dankbar für das Holz. Sehr schön. Ah, da ist er. Ja, da kann sich jetzt Theseus direkt drum kümmern. Während ich jetzt hier mein Heiligtum baue. So. Und dann brauchen wir noch die Kunsthandwerkergilde, die kommt hier hin. Und dann bauen wir unser erstes Heiligtum. Ja, da ist Theseus, macht sich jetzt auf den Weg zum kalidonischen Eber. Ich hoffe, sie treffen sich jetzt irgendwie, weil sie gehen wieder diametral irgendwie auseinander. Oh. Wie anstrengend. Wo gehst du denn hin, bitte? Ja, die beiden finden sich irgendwie nie so richtig auf Anhieb. Dafür wütet jetzt hier der Eber in meiner Stadt. Aha, da kommt er jetzt. So kommt ihr beiden. Oh, meine Güte. Gott sei Dank ist der Eber beseitigt. Sehr gut gemacht, Theseus.
Ja, wir könnten jetzt die Episode eigentlich beenden, indem wir Theseus auf den Quest schicken. Aber ich möchte gerne mein Heiligtum hier noch bauen. Und dafür kaufen wir jetzt auch hier bei Naxos noch entsprechend Marmor ein, 6 Platten. Und wir fordern nochmal bei Lemnos Marmor. Und Naxos kann uns auch nochmal Marmor schicken. Sehr gut. Solange unsere Verbündeten noch erfreut sind, und sie werden ja nachher auch noch wieder reich beschenkt, ist das doch alles gut. So haben wir jede Menge Material hier. Oh, da ist wieder unser Rivale Stymphalos, fordert Nahrung, 22 Kisten. Boah. Okay, schicken wir los. Wir haben ja hier 2 Silos, die fast voll sind, beziehungsweise jetzt nicht mehr ganz. Wir haben zwar den Held und auch Fußvolk, wir könnten auch eventuell einen Kampf mit Stymphalos wagen, aber muss nicht unbedingt sein. Ja, und Lemnos schenkt uns den Marmor, 10 Platten, oh super, und Lemnos gewährt uns Marmor, oh, beides, und Naxos gewährt uns Marmor, 18 Platten. Später, ich glaube, die kriegen wir, glaube ich, alle gar nicht hier unter. So, hier, Wolle nimmt auch Marmor an. Ja, dann haben wir doch jetzt erstmal richtig viel Marmor und da wird auch schon die ersten Marmorladungen zu unserem Heiligtum gebracht. Ja, und Naxos gewährt uns den Marmor. Nehmen wir an. Oh, super. Gut, dann brauchen wir jetzt aber hier, glaube ich, kein Marmor mehr einzukaufen. Wie viel Marmor brauchen wir denn insgesamt jetzt? Da kommt gerade eine Steinladung an. Wir brauchen 31 Marmorplatten, 12 Ladungen Holz und 2 Skulpturen. Wunderbar, und wir haben mehr als ein Warenlager voll. Wir können auch den Einkauf bei Lemnos stoppen. Ja, fantastisch, und ich würde sagen, warten wir, bis unser Heiligtum aufgebaut ist. Ja, das ist super gemein. Stymphalos beginnt eine Invasion. In 3 Monaten. Ja, das ist natürlich nicht so schön hier. Ich hoffe, dass unsere Stadtkasse so gut gefüllt ist, dass wir entsprechend uns freikaufen können. Und ein Fest in Naxos fordert 16 Kisten Nahrung in 3 Monaten. Okay, schicken wir los, und Lemnos verkauft mehr Wein. Wir haben Januar, wir können jetzt relativ viel verkaufen. Wir kaufen ja jetzt kein Marmor mehr ein. Unsere Stadtkasse müsste sich eigentlich gut füllen. Ich meine, wir haben zwar den Helden, aber ich befürchte, dass wir die Invasion nicht entsprechend gewinnen können. Ja, wir haben noch 1 Monat Zeit. Ich hoffe mal, dass wir uns freikaufen können. Unsere Stadtkasse sieht aber nicht so üppig aus hier. Wo sind denn meine ganzen Händler? Ja, da kommen sie, Gott sei Dank. Kauft mal hier ein bisschen ein. Meine Stadtkasse muss ein bisschen besser gefüllt sein. Ah ja, jetzt wird verkauft. Stadtkasse füllt sich. Ja, das sieht besser aus. Ich hoffe, das reicht fürs Bestechen. Ja, und wir können uns tatsächlich freikaufen mit 750 Drachmen. Das machen wir. Haben die Invasoren bestochen und haben dort noch eine ganz schön prächtige Stadtkasse. Ja, dem Bau unseres Heiligtums steht nichts mehr im Wege. Geliebtes sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, die gute Athene macht weiterhin Werbung. Ich bedenke mir mal, wir werden im Laufe des Abenteuers dir auch noch ein Heiligtum bauen. Aber jetzt bauen wir erstmal das Heiligtum des Hermes und das Tempelgebäude wird es gerade begonnen zu bauen.
Wir haben alles an Material da, das ist super. Ja, und sobald es fertig ist, schicken wir Theseus auf den Quest des Dionysos. Und damit haben wir diese Episode auch erfolgreich abgeschlossen. Ja, Naxos schätzt uns mehr, hast ja auch dafür deine Nahrung bekommen. Ja, und für unser Heiligtum brauchen wir ja auch noch Arbeiter. Da müssen wir nachher das Lohnniveau erhöhen, sonst wird das hier nichts. Ja, und nun fordert Lemnos Holz. 12 Holzplatten. Holz haben wir mehr als genug, das können wir gut und gerne verschicken. Ja, das sieht alles üppig aus hier, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Selbst das Warenlager für Wolle ist zum Bersten fast gefüllt. Lemnos schätzt uns mehr. Hast ja auch genug Holz gekriegt. Ja, und hier, unser Tempelgebäude ist schon fertig. Jetzt wird die große Statue des Hermes gebaut. Hier und eine weitere Forderung. Naxos braucht Holz. 15 Holzbretter. Ja, wir haben relativ viel, aber nicht die 15. Ich gucke mal eben. 14. Naja gut, also da kommt ja gerade wieder neues Holz. So, müssten wir doch jetzt eigentlich haben, oder? Jawohl. So, können wir losschicken. Ja, jetzt haben wir auch bald kein Holz mehr hier. Ja, aber hier aus dem Heiligtum brauchen wir jetzt auch kein Holz mehr. Wir brauchen eigentlich jetzt nur noch 4 Marmorplatten. Jawohl. Und dann ist das Heiligtum fertiggestellt. Super. Ja, das Lohnniveau stellen wir schon mal auf hoch. Und dann werden wir später auch die Kunsthandwerker-Gilde abreißen. Und da kommt auch schon die letzte Ladung Marmor. Ja, super. Das erste Heiligtum in unserer Stadt Iolkos ist fertiggestellt. Wunderbar, das gefällt mir doch richtig gut. So, jetzt können wir zum Abschluss der Episode Theseus auf den Quest des Dionysos schicken, das Horn von Almathea zu beschaffen. Gut, Theseus, mach dich auf den Weg. Ja, und damit schließen wir jetzt diese Episode auch erfolgreich ab. Ja, Naxos schätzt uns mehr, da wir die Holzbretter zur Verfügung gestellt haben. Gern geschehen. Ja, aber Waren haben wir mehr als genug. Und auch Nahrungsmittel. Das ist alles super. Ja, hier Wolle haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel. Da werde ich jetzt mal eine Wollsammelstelle abreißen. Wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ziele haben wir alle erreicht, war ja nicht viel gewesen. Den kalidonischen Eber haben wir niedergestreckt. Ja, und das Horn besorgen wir jetzt. Dionysos ist wirklich dankbar, dass das Horn der Amalthea mit ihrer Hilfe zurückgebracht wurde. Vielleicht gibt es in Zukunft noch mehr Belohnungen von Dionysos. Der Gott wurde auf der Sichelinsel gesichtet, der Heimat seiner geliebten Amme Makris, wo er, wie man hört, ein schönes Fleckchen für sie vorbereitet, wenn sie das wollen. Ja, auch die zweite Episode unseres Abenteuers, die Reise des Jason, haben wir erfolgreich abgeschlossen, indem wir den Quest des Dionysos erfolgreich gelöst haben. Ja, und der Gott ist sehr zufrieden mit uns. Mal schauen, was wir da noch zu erwarten haben. Die dritte Episode dieses Abenteuers trägt den Namen Ein neuer Held trifft ein. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.